Hallo und herzlich willkommen zu Medien im Wandel. Heute tauchen wir ein in die spannende Welt der sozialen Netzwerke. Bleibt dran, um mehr über Trends und Entwicklungen zu erfahren. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Episode zu verpassen. Hast du dich schon mal gefragt, wie oft wir täglich Medien nutzen? Es ist erstaunlich, wie sehr sie unser Leben beeinflussen, oder? Ja, absolut. Ich denke, viele von uns beginnen den Tag mit dem Smartphone. Ein kurzer Blick auf Nachrichten oder soziale Medien gehört fast zur Morgenroutine. Genau. Und dann gibt es ja auch die Musik- oder Podcast-Apps, die viele beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit nutzen. Sie machen den Start in den Tag angenehmer. Und sobald wir im Büro oder in der Schule sind, spielen Computer oder Tablets eine große Rolle. Sie sind unverzichtbar für Arbeit und Lernen geworden. Richtig, wir schreiben E-Mails, recherchieren im Internet oder nutzen Lernprogramme. Das erleichtert vieles, aber manchmal vermisse ich doch den direkten Austausch. Das verstehe ich. Aber auch in der Freizeit sind Medien allgegenwärtig. Netflix, YouTube und Co. bieten unendliche Unterhaltungsmöglichkeiten. Stimmt, die Auswahl ist riesig. Manchmal weiß man gar nicht, was man zuerst schauen soll. Aber es ist auch schön, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ja, wobei es wichtig ist, nicht zu viel Zeit vor Bildschirmen zu verbringen. Ein Spaziergang oder ein gutes Buch können eine schöne Abwechslung sein. Das stimmt. Was hältst du von der Idee, regelmäßige medienfreie Zeiten einzulegen? Einfach mal abschalten und ganz bewusst offline sein. Eine gute Idee. So kann man sich besser auf andere Dinge konzentrieren und die Umwelt bewusster wahrnehmen. Das tut manchmal richtig gut. Und was ist mit sozialen Medien? Sie sind ja ein wichtiger Teil unseres Alltags. Wie gehst du damit um? Ich versuche bewusst zu entscheiden, wann und wie lange ich sie nutze. Es ist leicht, sich darin zu verlieren, aber ich möchte die Kontrolle behalten. Das ist klug. Vielleicht sollten wir alle lernen, Medien bewusster zu konsumieren. Das fördert die Balance im Alltag. Definitiv. Und es hilft, Prioritäten zu setzen und die wirklich wichtigen Momente im Leben mehr zu schätzen. Ja, und obwohl Medien uns so viel bieten, sollten wir nicht vergessen, wie wertvoll persönliche Begegnungen sind. Sie bringen uns oft mehr Freude. Absolut. Und vielleicht sollten wir versuchen, öfter mal das Handy wegzulegen und uns ganz auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Soziale Netzwerke sind ein großer Teil unseres digitalen Alltags. Wir teilen Fotos, Gedanken und halten Kontakt zu Freunden. Wie nutzt du sie? Ich finde sie super, um mit alten Schulfreunden in Kontakt zu bleiben. Es ist spannend zu sehen, wie sich das Leben aller entwickelt hat. Genau. Und oft erfährt man Neuigkeiten zuerst über soziale Netzwerke. Manchmal sind sie schneller als Nachrichtenportale. Das stimmt, aber man muss auch aufpassen. Nicht alles, was man dort liest, ist wahr. Es ist wichtig, die Informationen zu überprüfen.
Ja, kritisches Denken ist wichtig, aber soziale Netzwerke bieten auch tolle Möglichkeiten, neue Leute mit ähnlichen Interessen kennenzulernen. Ich habe durch Gruppen auf Facebook schon viele nützliche Tipps bekommen, zum Beispiel zu Hobbys oder Reisen. Es ist wie ein riesiges Forum. Und Plattformen wie Instagram bieten Inspiration in vielen Bereichen, von Mode über Kunst bis hin zu kulinarischen Ideen ist alles dabei. Absolut, die Bilder sind oft beeindruckend, aber man sollte sich bewusst sein, dass vieles inszeniert ist und nicht immer die Realität zeigt. Richtig, es kann Druck erzeugen, wenn man sich ständig vergleicht. Deshalb ist es wichtig, sich selbst treu zu bleiben und nicht alles ernst zu nehmen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, seine eigenen Inhalte zu teilen. Manche finden darin eine kreative Ausdrucksform, was ich spannend finde. Ja, und durch Likes und Kommentare bekommt man direktes Feedback. Das kann motivierend sein und neue Perspektiven eröffnen. Aber auch die Privatsphäre sollte man im Auge behalten. Nicht alles sollte öffentlich geteilt werden. Datenschutz ist ein großes Thema. Das ist ein wichtiger Punkt, die Einstellungen zu kennen und bewusst zu wählen, wem man was zeigt, gibt einem ein sicheres Gefühl. Soziale Netzwerke sind auch ein Ort für Diskussionen. Man kann Meinungen austauschen und von anderen lernen, wenn man offen bleibt. Das fördert die Kommunikation und kann Horizonte erweitern. Allerdings sollte man respektvoll miteinander umgehen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ja, das ist essentiell. Höflichkeit und Respekt sind online genauso wichtig wie im echten Leben. Sonst kann es schnell unangenehm werden. Insgesamt sind soziale Netzwerke ein starkes Werkzeug, wenn man sie bewusst und verantwortungsvoll nutzt. Sie bereichern unser Leben auf vielfältige Weise. Da hast du recht. Es ist spannend zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln und welche neuen Möglichkeiten sie uns in Zukunft bieten werden. Welche Rolle spielen soziale Netzwerke in deinem Leben und wie beeinflussen sie deinen Alltag? Nachdem wir über soziale Netzwerke gesprochen haben, denke ich oft darüber nach, wie Medien generell unsere Meinungen beeinflussen. Wie empfindest du das? Ich finde, Medien haben einen großen Einfluss auf unsere Gedanken und Gefühle. Sie formen unser Bild von der Welt, egal ob durch Nachrichten, Filme oder Musik. Ja, das stimmt. Manchmal merke ich, dass ich nach dem Anschauen eines Films über das Gezeigte nachdenke und es meine Sichtweise verändert. Geht es dir auch so? Absolut. Filme und Serien können starke Emotionen wecken. Sie lassen uns lachen, weinen oder über ernste Themen nachdenken, was ich sehr faszinierend finde. Und Musik ist auch ein mächtiges Medium. Ein Lied kann uns in eine andere Stimmung versetzen und Erinnerungen hervorrufen. Was hörst du gerne? Ich mag viele Musikrichtungen, je nach Stimmung. Manchmal entspanne ich bei klassischer Musik, manchmal brauche ich Rock, um Energie zu tanken. Und du? Ähnlich. Musik ist für mich wie ein Soundtrack des Lebens. Aber was denkst du über die Nachrichten? Sie können manchmal überwältigend negativ sein.
Ja, das kann bedrückend sein. Deswegen finde ich es wichtig, sich bewusst Pausen zu gönnen und nicht ständig alles zu konsumieren. Balance ist entscheidend. Da gebe ich dir recht. Es ist gut informiert zu sein, aber man sollte auch auf seine mentale Gesundheit achten. Wie gehst du damit um? Ich versuche, die Nachrichten gezielt auszuwählen und mich auf verlässliche Quellen zu konzentrieren. Außerdem nehme ich mir Zeit für positive Medieninhalte. Das ist ein guter Ansatz. Medien bieten aber auch die Chance, neue Kulturen kennenzulernen. Dokumentationen sind dafür ideal. Hast du Empfehlungen? Ja, ich habe kürzlich eine spannende Doku über das Leben in verschiedenen Ländern gesehen. Es erweitert den Horizont und zeigt, wie vielfältig unsere Welt ist. Das klingt interessant. Medien sind also nicht nur Informationsquellen, sondern auch ein Fenster zur Welt. Aber wie empfindest du den Druck, immer auf dem Laufenden zu sein? Es kann stressig sein, das Gefühl zu haben, nichts verpassen zu dürfen. Deshalb ist es wichtig, Prioritäten zu setzen und nicht alles konsumieren zu wollen. Das stimmt. Manchmal ist es auch schön, einfach abzuschalten und die Offline-Welt zu genießen. Medien sind wertvoll, aber nicht alles im Leben. Genau, es geht um den bewussten Umgang. Medien können bereichern, wenn man sie gezielt nutzt und nicht zulässt, dass sie einen kontrollieren. Ja, und es ist schön, seine Erfahrungen und Meinungen darüber mit anderen zu teilen. So entstehen interessante Gespräche und man lernt dazu. Und das macht den Austausch so wertvoll. Jeder hat unterschiedliche Eindrücke und Perspektiven, die bereichern und zum Nachdenken anregen können. Welche Rolle spielen Medien in deinem Alltag und wie beeinflussen sie deine Gefühle und Gedanken? Nachdem wir über Medien gesprochen haben, sollten wir uns auch die sozialen Netzwerke genauer anschauen. Sie sind ja mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Alltags. Ja, soziale Netzwerke bieten viele Möglichkeiten. Man kann mit Freunden in Kontakt bleiben, neue Leute kennenlernen und Informationen schnell teilen. Genau. Es ist auch toll, dass man sich über gemeinsame Interessen vernetzen kann, egal wo man lebt. Aber es gibt auch Herausforderungen, oder? Auf jeden Fall. Ein großer Nachteil ist, dass man oft nur die besten Seiten des Lebens sieht, was Druck erzeugen kann. Alles wirkt perfekt, obwohl es das nicht ist. Das stimmt. Das kann das Selbstwertgefühl beeinträchtigen, besonders bei jungen Menschen. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein und sich nicht zu vergleichen. Zudem kann die ständige Erreichbarkeit stressig sein. Man fühlt sich manchmal verpflichtet, sofort zu antworten oder ständig online zu sein. Ja, das kann zu Überforderung führen, aber es gibt auch positive Aspekte wie die Möglichkeit, schnell Informationen zu verbreiten und aktuelle Themen zu diskutieren. Richtig. Soziale Netzwerke können auch eine Stimme für Menschen sein, die sonst nicht gehört werden. Sie bieten Plattformen für wichtige Diskussionen und soziale Bewegungen. Und sie helfen, neue Perspektiven kennenzulernen. Man kann verschiedenen Kulturen und Meinungen begegnen und sich ein umfassenderes Bild der Welt machen.
Allerdings besteht die Gefahr von Fehlinformationen. Nicht alles, was online geteilt wird, ist wahr. Daher ist es wichtig, kritisch zu hinterfragen und Fakten zu prüfen. Das ist ein guter Punkt. Man sollte immer mehrere Quellen nutzen und nicht alles blind glauben, was im Netz kursiert. Ein weiterer Nachteil ist der Datenschutz. Viele wissen nicht, welche Daten sie preisgeben und wie diese genutzt werden. Das kann problematisch sein. Ja, das Thema Privatsphäre ist komplex. Man sollte die Einstellungen genau prüfen und nur das teilen, was man auch wirklich möchte. Trotz der Nachteile bieten soziale Netzwerke viele Chancen. Sie verbinden Menschen weltweit und können eine Quelle der Inspiration und des Lernens sein. Das sehe ich genauso. Es kommt darauf an, wie man sie nutzt. Ein bewusster und kritischer Umgang ist entscheidend, um die Vorteile zu genießen und die Nachteile zu minimieren. Genau, wie bei den traditionellen Medien geht es um Balance. Soziale Netzwerke sind ein Werkzeug, das uns bereichern kann, wenn wir es klug einsetzen. Und es ist wichtig, sich Pausen zu gönnen und die Offline-Welt nicht zu vergessen. Soziale Netzwerke sind wertvoll, aber sie sollten das echte Leben nicht ersetzen. Absolut. Der Austausch mit Freunden und die Erlebnisse in der realen Welt sind durch nichts zu ersetzen. Man sollte beides in Einklang bringen. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ein großes Dankeschön an alle, die uns begleitet haben. Eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Lasst uns wissen, was ihr von den Themen haltet, indem ihr eure Kommentare mit den Wörtern aus unserem Podcast verfasst. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, gebt uns einen Daumen hoch. Wir freuen uns darauf, euch bald wieder zu hören. Der Einfluss. Medien haben einen starken Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Dieser Einfluss kann unser Denken langfristig verändern. Die Emotion. Filme und Serien lösen oft starke Emotionen aus. Emotionen verstärken das Erleben von Inhalten. Die Erreichbarkeit. Ständige Erreichbarkeit kann im Alltag belastend sein. Viele Menschen empfinden sie als zusätzlichen Druck. Die Fehlinformation. Im Internet verbreiten sich Fehlinformationen sehr schnell. Deshalb sollte man Inhalte kritisch hinterfragen. Die Privatsphäre. Der Schutz der Privatsphäre spielt online eine große Rolle. Man sollte bewusst entscheiden, welche Daten man teilt.